Mein Name ist Grisha Kosave, ich studiere Musikdesign im 5. Semester. Ich habe vor dem Studium in Freiburg Pädagogik studiert und habe mich dann doch für ein Musikstudium entschieden, wovon ich schon immer geträumt hatte. Einfach aus dem Grund, weil ich schon immer mehr Musik gemacht habe als Pädagogik oder sonst was. Und ich bin hauptsächlich als Produzent tätig. Ich produziere Bands und Musiker von der Aufnahme bis zum Mix und Master. Seit ich Musikdesign studiere, habe ich aber auch viel im Bereich Sounddesign gemacht oder Hörspiele oder Filmmusik auch. Und heute will ich was aus dem Bereich Sounddesign zeigen. Für mich ist am Sounddesign spannend, dass man sehr kreativ sein muss und oft um die Ecke denken muss und im Alltag auf die Geräusche achten muss, die einen umgeben und wachsam sein muss und sich mit der Zeit dann eben ein Archiv zusammenstellen kann mit Sounds, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Und ich habe als Beispiel mal einen Sound mitgebracht, den ich beim Putzen gefunden habe, und zwar die Schreibtischstuhlunterlage. Und zwar mache ich damit einen Wind und das klingt dann so. Also ich habe jetzt gerade eine Regieanweisung bekommen für ein Hörspiel, das ich vertone. Und zwar: Die Silhouetten ähneln nun einem Gewirr aus haarigen Spinnenbeinen, wie blitzende Spiegelscherben, in denen geisterhaft Gesichtszüge erscheinen und verschwinden. Wie Ungeziefer aus giftigem Licht huschen sie über den Boden des Ganges. Und ich habe mir jetzt überlegt, okay, wie könnte ich das vertonen? Und ich mache das erstmal ziemlich naheliegend, nämlich Glasscherben aneinander zu reiben, weil ja auch von Glassplittern die Rede ist in dieser Anweisung. Und dann werde ich diese Sounds, die ich da aufnehme, am Computer später nachbearbeiten. Das Original von diesen Scherben klingt so. Und ich habe jetzt mal ein bisschen damit eben mit dieser Denoiser-Software RX, Denoiser von Isotope, gearbeitet und habe ein paar Soundbeispiele. Das eine klingt so, das ist noch, da erkennt man die Scherben noch am ehesten. Dann habe ich eben für das nächste Beispiel so dieses Tool zum Entfernen von Schmatzgeräuschen verwendet. Da hört man dann auch, dass die Scherben ein bisschen schmatzig klingen. Da ist jetzt auch ein starker Hall drauf, weil eben in dem Hörspiel spielt es eben in diesem Gang, der sehr lang ist. Und dann habe ich es noch auf die Spitze getrieben und noch ganz viel damit gemacht und alles Mögliche an Effekten und Soundbearbeitung verwendet, und das klingt dann so. Ich nehme so viele Sounds wie möglich selber auf, da es für mich wichtig ist, eine emotionale Verbindung mit den Geräuschen zu haben. Wenn ich zum Beispiel eine Atmo während einer Reise oder einem Urlaub aufgenommen habe, dann ist es für mich einfach viel mehr als jedes Foto, weil man direkt eben diese emotionale Verbindung hat und so eine Art Kopfkino in Gang gesetzt wird. Im Musikdesignstudium habe ich mich auch viel mit experimentellen Musikformen und neuer Musik beschäftigt. Dabei wurde mir bewusst, dass Sounddesign, Geräusche und Musik untrennbar miteinander verbunden sind. Und das Sounddesign bietet eben sehr viel Raum für gestalterische Eingriffe und muss genauso wie Musik auch komponiert werden.